Im Wetterbericht ist oft bei einem Tiefdruckgebiet, das über Italien entstanden ist, der Name Italientief zu hören. Manchmal ist es auch ein Genua-Tief oder ein Adria-Tief. Oder ist es doch ein VB-Tief, wobei man es eigentlich als 5B-Tief ausspricht. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Wetterlexikon. Wir wenden uns jetzt dem 5B-Tief zu. Was ist das 5B-Tief? Es handelt sich dabei um eine Wettersituation, bei der kalte Luft aus Frankreich Richtung Italien zieht und über Italien, Mittelitalien, Norditalien bildet sich ein markantes Tiefdrucksystem, also ein System, wo man sich ausrechnen kann, dass es irgendwann regnen wird. Dabei ist es aber so, dass in Italien oft eine wärmere Luft herrscht und die Sonne beeinflusst die Wetterlage zusätzlich, was zur Folge hat, dass sehr viel Wasser in großer Höhe gesammelt wird. Und dieses Wasser muss irgendwo hin. Und das hat zur Folge, dass es einen starken Regen geben kann. Und das 5B-Tief zeichnet sich dadurch aus, dass der Kern des Systems sich nach Nordost verlagert. Das bedeutet, dass von Italien das Tief Richtung Ungarn und dann weiter Richtung Polen zieht, wobei der Regen aber gegen den Uhrzeigersinn erfolgt. Das bedeutet, dass von Ungarn nach Österreich der Regen geschaufelt wird und wir erinnern uns an das Jahrhunderthochwasser 2002. Die Bilder im Hintergrund sind von diesem Hochwasser, wo ein an sich normales Bächlein zu einem reißenden Strom wird. Man sieht es da leicht im Hintergrund, was sich da abgespielt hat. Und was war passiert? Es ist über Italien dieses 5B-Tief entstanden und hat gegen den Uhrzeigersinn vor allem über Ostösterreich, über Tschechien, natürlich auch Ungarn und teilweise Slowenien enorme Regenmengen runtergelassen. Es sind dann binnen Tagen hunderte Liter auf den Quadratmeter gefallen und das konnte der Boden natürlich nicht mehr aufnehmen und da sind ganze Landstriche unter Wasser gesetzt worden und das ist weitergegangen über Tschechien und Polen nach Deutschland. Und wir erinnern uns alle an die dramatischen Situationen, wo man versucht hat, Überschwemmungen noch zu vermeiden und sehr viele Menschen zusammengeholfen haben. Das heißt, dieses 5B-Tief wird sehr oft mit diesem Jahrhunderthochwasser gleichgesetzt. Wieso heißt das eigentlich so? Der deutsche Meteorologe Wilhelm Jakob von Beber hat Ende des 19. Jahrhunderts sich über mehrere Jahre die Tiefdrucksysteme angesehen und hat sich dabei vor allem die Zugrichtungen angeschaut. Er hat da unterschiedliche Richtungen als typisch herausgearbeitet, aber die meisten davon kennt man gar nicht mehr. Das 5B-Tief ist aber erhalten geblieben und 5 ist einfach die 5. Zugrichtung seiner Arbeiten gewesen und hat daher den Namen weiterhin beibehalten und in den Wetterberichten kommt das immer wieder vor. Jetzt haben wir am Beginn mehrere Namen gehabt, wie das Adria-Tief, das Genua-Tief, die werden sehr oft genannt, aber jedes Genua-Tief ist auch ein 5B-Tief, aber nicht jedes 5B-Tief ist ein Genua-Tief. Was ist damit gemeint? Dieses Genua-Tief ist typisch für Europa. Das heißt, wenn sich über Italien so ein Tiefdrucksystem gebildet hat, dann weiß man, wie es weitergeht. Das kann jetzt da lokaler passieren. Zum Beispiel, dass im Winter über Norditalien und über Kärnten, Osttirol und vielleicht ein Stück weit die Steiermark enorme Schneemengen fallen. Es kann aber auch größer sein, wie beim Jahrhunderthochwasser 2002,
dass mehrere Länder oder eigentlich ganz Mitteleuropa betroffen ist. Aber diese Wettersituation, die kann auf dem ganzen Erdball passieren. Daher kann es das 5B-Tief auch in Asien geben, auch in den USA. Und daher hat dort der Name Genua-Tief keine Berechtigung. In Europa passt es, aber daher ist nicht jedes 5B-Tief automatisch auch ein Adria-Tief oder ein Genua-Tief. Und wenn wir uns jetzt nochmals das Hochwasser 2002 überlegen, da gab es enorme Wassermengen. Und was war das eigentliche Problem? Das eine war, dass es August war. Das heißt, die Luft war sehr warm. Es gab sehr viel Wasser, das vom Himmel fallen konnte. Aber der wesentliche Faktor ist, dass es auch fast keinen Druckunterschied gegeben hat. Was meint man damit? Normalerweise hat man ein Hochdruckgebiet und ein Tiefdruckgebiet und die wechseln sich relativ rasch ab. Je stärker der Wind für den Druckausgleich sorgt, desto schneller kann dieser Wechsel erfolgen. Es gibt im Wetter aber auch den Ausdruck der flachen Druckverteilung. Das heißt, es gibt sehr wenige Unterschiede zwischen einem Hoch und einem Tief und dann gibt es auch wenig Wind und die Wettersituation ändert sich nicht so schnell. Und im Jahr 2002 ist genau das passiert, dass es einen sehr warmen August gab, es gab enorme Mengen Wasser in der Luft und es gab so gut wie keinen Druckunterschied. Das heißt, dieses Tiefdrucksystem hat nicht innerhalb von einem Tag oder 2 Tagen abziehen können, sondern ist tagelang fast an gleicher Stelle verweilt und dementsprechend hat es an der gleichen Stelle auch diesen Niederschlag gegeben. Und das war ein markantes Tiefdrucksystem zudem, ein sehr großes und daher sind so viele Länder betroffen gewesen. Man sieht hier im Hintergrund, wie alles unter Wasser steht und das ist aufgenommen aus dem westlichen Niederösterreich und da hat man Wassermengen gesehen, die gab es davor in der Form wahrscheinlich überhaupt noch nie. Und das hat aber ganze Landstriche betroffen. Das war in Deutschland nicht anders, in Tschechien nicht anders, auch Polen hat es erwischt. Und wäre das 5B-Tief schneller abgezogen, dann wäre die ganze Geschichte harmloser verlaufen. Aber dadurch, dass es überhaupt keine Windbewegung gab und das Tief praktisch tagelang an fast gleicher Stelle agiert hat, hat sich natürlich der Regen auf diesem Gebiet wirklich scheinbar wohlgefühlt und hat da hunderte Liter auf den Quadratmeter runtergelassen. Das konnte kein Kanal aufnehmen, der Boden war gesättigt und es gab Überschwemmungen im ganz großen Stil. Man kennt sowas auch abseits des 5B-Tiefs. Zum Beispiel gibt es oft an sich harmlose Wirbelstürme in Vietnam oder in China, die gar nicht zum Taifun wurden, sondern nur 70 km/h Windgeschwindigkeit haben, aber die führen extrem hohe Wassermengen mit sich. Und da kann es sein, dass auf den Quadratmeter 400 Liter runterregnet und ganze Landstriche unter Wasser gesetzt werden, weil es wenig Druckunterschiede gibt. Und daher kann diese Wassermenge nicht weiterziehen und es regnet ständig auf die gleichen Gebiete. Und das ist genau das Gleiche, das beim Jahrhunderthochwasser 2002 passiert ist. Und damit haben wir das 5B-Tief besprochen und die Auswirkungen haben wir auch bei anderen Hochwassern schon kennengelernt. Und es zeigt sich zum Beispiel heute, am 13. April 2023 wird das Video aufgenommen, dass in dem staubtrockenen Ostösterreich, wo es seit Monaten viel zu wenig geregnet hat, möglicherweise innerhalb von Tagen ein leichtes Hochwasser geben kann. Und zwar deshalb, weil sich, Überraschung, ein 5B-Tief gebildet hat. Und angekündigt ist bis Sonntag Regen, Regen,
Regen. Das heißt, obwohl es monatelang viel zu trocken war, kann ein einzelnes 5B-Tief für eine komplett andere Situation sorgen. Und das ist natürlich für das Grundwasser wunderbar, das ist für die Natur wunderbar, nur es ist dann wieder fast ein bisschen zu viel Regen auf einmal. Aufgeteilt auf einen Monat wäre es natürlich besser. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass das sehr informativ war. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.